Herzlich willkommen zum Vortrag über meine Bachelorarbeit mit dem Thema barrierefreie interaktive Tabellen, Entwicklung, Evaluation und Empfehlungen für inklusive digitale Umgebungen. Es gibt in Deutschland ca. 71.000 blinde und fast 500.000 seheingeschränkte Menschen, doch diese haben alltäglich Schwierigkeiten, auf Webinhalte zuzugreifen. Grund: der Webzugang ist entweder gar nicht vorhanden oder Webseiten und Apps sind nicht vollständig barrierefrei. In ihrem Buch von 2007 haben Brophy und Craven Folgendes gesagt: Jeder hat ein Recht auf Webzugang, nicht nur jene Menschen, die sich die Technologie leisten können oder die über Standardgeräte und Browser Zugang haben. Hierbei wollten wir genauso einen Webzugang zu unserer Software, insbesondere zu einer Tabelle in der Software, anbieten. Im Rahmen der Bachelorarbeit sind wir folgendermaßen herangegangen. Als erstes haben wir eine Literaturrecherche über die digitale Barrierefreiheit und vorhandene Standards durchgeführt. Aus diesen Standards haben wir für eine Tabelle relevante Kriterien rausgesucht und mit einem BigBitV-Test die vorhandene Tabelle auf Barrierefreiheit bewertet. In der Implementierungsphase haben wir die nicht erfüllten Kriterien umgesetzt und mit einem erneuten BigBitV-Test überprüft, ob die Barrierefreiheit tatsächlich geschaffen wurde. Anschließend organisierten wir eine qualitative Benutzerstudie, um zu testen, wie barrierefreiheit und bedienbar die Tabelle geworden ist. Als letztes reflektierten wir über die Arbeit und erstellten Empfehlungen für die weitere Entwicklung. Der BigBitV-Test vor der Implementierung hat gezeigt, dass nur 3 von den ausgewählten Kriterien erfüllt waren. Nach der Implementierung wurden fast alle Kriterien erfüllt, nur 1 ist weiterhin auf die Tabelle nicht anwendbar. Die qualitative Benutzerstudie bestand aus 10 Teilnehmern in der Altersverteilung von 20 bis 26 Jahre, wobei es eine Person gab, die über 50 Jahre alt war. Die Teilnehmer waren mit und ohne Einschränkungen und haben verschiedene Einstellungen benötigt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmer eine ähnliche Bearbeitungszeit pro Aufgabe erwiesen haben, mit ein paar Ausnahmen. Die Navigation im Header-Bereich und nachfolgende Sortierung einer Spalte wurde als die schwierigste Aufgabe beobachtet und mit einer Schwierigkeitsfrage als solche bewertet. Zudem war die einfachste Aufgabe, die Anzahl an Ergebnisse nach der Suche zu nennen. Jedoch gab es nach der Suche in der Tabelle kein gesprochenes Feedback für die Screenreader-Nutzer, was ein Problem bei der Bedienung für solche Nutzer aufweiste. Der BigBitV-Test nach der Implementierung bestätigte, dass die Tabelle nach den Anpassungen zugänglicher geworden ist. Die qualitative Benutzerstudie zeigte, dass die neue Tastatursteuerung und die Anpassungen für Screenreader-Nutzer die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit der Tabelle erheblich verbessert haben. Die Verbesserungen der Tabelle stellten einen wichtigen Schritt zur inklusiven Software dar, doch es bleiben weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Die Studie unterstrich weiterhin die Bedeutung der frühzeitigen Integration von Barrierefreiheit in den Entwicklungsprozess. Die nachträgliche Beseitigung von Barrieren ist aufwendig und komplex. Eine frühzeitige Einbeziehung hätte viele Schwierigkeiten vermieden.